Hallo! Hallo. Wir singen. Ja, wir machen Computerspiele. Die Piranhas. Willkommen bei Piranha Becken TV. Aber für wen? Für uns selber? Ja, ganz bestimmt. Also wir machen Spiele, die wir selber cool finden, ne? Ja. Ja. Aber das reicht ja nicht, ne? Deswegen ist das Thema heute: Who plays our games? Wer spielt eigentlich unsere Spiele? Mhm. Thema ist Publikumsanalyse, Zielgruppenanalyse, Marktanalyse. Trockener Stoff sollte man meinen. Aber es ist eigentlich ziemlich einfach, ja. Das heißt also, für wen stricken wir die Spiele? Wir hatten schon mal irgendwie die These, ihr macht Mainstream und so, aber, ne? Was genau machen wir denn hier eigentlich? Wir machen Spiele, die Spaß machen, aber für wen? Tendenziell glaube ich nämlich, dass es schon recht nischig und speziell auf eine bestimmte Zuschauerschaft zugeschnitten und das gar nicht so, weil am Anfang irgendjemand bei Piranha Bytes dachte, wir wollen jetzt Spiele machen für die Gruppe XY, sondern wir machen jetzt mal ein richtig geiles Spiel und die Gruppe XY ist irgendwie drauf angesprungen und das ist bis heute irgendwie geblieben. Da haben wir Glück gehabt. Ja. Ja, dass unsere Art, Spiele zu machen, tatsächlich überhaupt irgendwen interessiert. Mhm. Euch nämlich. Und ja, wer seid ihr denn? Ne? Also was glauben wir, wer ihr seid und was und so weiter. Das erzählt ihr uns ja ständig. Ne? Das heißt, wir kriegen ja sehr viel Feedback und so weiter. Und dann kann man gucken, kann man beleuchten so. Ne? Wir hatten ja schon mal viele Spielertypen und so weiter, ne? Mal beleuchtet und so weiter. Aber eine ganz einfache Sache wäre, wie alt seid ihr denn eigentlich? Mhm. Das heißt also, wer spielt unser Spiel in welcher Altersgruppe? Am häufigsten. Am häufigsten. Da haben wir, glaube ich, so eine Spielerschaft, ne, von 25 bis 35 Jahren, die am meisten unsere Spiele spielen. Tatsächlich. So. Aber wir stricken deswegen die Spiele nicht auf diese Zielgruppe zu, sondern wir machen auch Sachen für jüngeres Publikum und wir machen auch Sachen für älteres Publikum. Und ja, es gibt sehr viele ältere Herrschaften, die tatsächlich unsere Spiele mögen und auch spielen. Mhm. Ja, die also über 35 Jahre alt sind. Weil wir sind ja selber alte Säcke. Ne? Was? Mittlerweile. Ich. Sie nicht. Ja. Und das heißt also, tatsächlich irgendwie Kinderspiel könnte man nicht sagen. Das heißt, wir machen kein Kinderspiel. Wir machen Spiele für jedermann, ja. Wir möchten gerne, dass das Spiel einfach zugänglich ist. Das heißt, jeder versteht, worum es geht und nicht irgendwelche total komplizierten Handelssimulationen oder sowas, ja, oder total skilly, dass man irgendwie nur mit einem Diplom irgendwie die Kämpfe bestreiten kann oder so, sondern es soll ja schon so sein, dass der Einstieg sehr leicht ist. Ne? Und das ist halt unser Ziel. Ne? Und das ist dann auch sagen, okay, jeder, der spielt, soll irgendwie die Möglichkeit haben, das zu spielen. Wir schreiben auf unser Spiel drauf, Rollenspiel. Freiheit in RPGs neu definiert, steht auf unser Plakat. Das heißt, Rollenspiel. Rollenspieler sollen unsere Spiele spielen. Ja? Sind dann die Rollenspieler die einzigen, die wir damit ansprechen? Nee. Interessante Frage, ne? So, es gibt auch noch unterschiedliche Typen, die wir ansprechen. Zum Beispiel. Ja? Also am signifikantesten, was immer wieder über all die Jahre aufgefallen ist, unsere Spiele sind ziemlich deutsch. Ja, was heißt das? Das bedeutet, weil wir irgendwie aus unserem Lebensalltag irgendwie Geschichten ins Spiel hineinschreiben und so auch irgendwie Quests und Dialoge und Geschichten uns ausdenken, fühlt sich der deutsche Spieler am häufigsten angesprochen. Das heißt, unser größter Markt bei allen Spielen, die wir je produziert haben, war immer in Deutschland. Deutschland, ja. Oder deutschsprachig auf jeden Fall, ja. Also machen wir an der Stelle irgendwas richtig, was den Leuten hier auch gefällt. Und dann zu sagen, irgendwie, wir machen ein Spiel jetzt für
was weiß ich, irgendwem, der irgendwie aus Australien kommt, ist natürlich der falsche Ansatz. Natürlich bleiben wir bei dem, was wir am besten können und am besten machen und machen dann ein Spiel, das Piranha Bytes typisch ist und das bringt das eben So, das nächste mit. ist dann irgendwie, was ist denn typisch deutsch? Da kann man das natürlich auch noch irgendwie auseinander sezieren und so, das wollen wir hier gar nicht machen. Ja? Die Frage werde ich nämlich häufig gestellt. Ja, wieso seid ihr im Ausland, sage ich jetzt mal, nicht so vertreten oder so beliebt wie jetzt in Deutschland beispielsweise oder so? Das ergibt sich. Ja, hat viele, viele unterschiedliche Faktoren, aber es ist halt doch so, dass wir Deutsche sind und auch für die Deutschen halt irgendwie auch, wir haben eine gewisse Art von Humor, wir nennen es immer Ruhrpott-Fantasy, ja, also so unseren Ruhrpott-Charme bringen wir da mit rein und das ist hier auf jeden Fall sehr vertreten. Das heißt, wir brauchen sogar jemanden, der unseren Witz lokalisiert, weil nämlich draußen irgendwie diese Art der Dialoge und diese Art Charaktere oft missverstanden werden oder auch vielleicht gar nicht mal so beliebt sind, ne, im Ausland, so bei anderen. Vielleicht auch nicht verstanden werden, keine Ahnung, so. Das ist sehr schwierig, das muss jemand anders für uns beantworten. Wobei man aber zu dem zweiten Punkt kommt, dass das, du sagst Rollenspiel, aber im Grunde genommen machen wir Spiele für Märchenonkel und Märchentanten. Ja. Ne, das ist ein Begriff, den benutze ich jetzt, um zu umschreiben, welche Art Typ gerne unsere Spiele spielt. Denn auch in anderen Ländern sind wir teilweise sehr beliebt bei dieser Gruppe Menschen, die auf diese Art der Erzählweise steht. Geschichten, ja. Wir erzählen viele Geschichten. Ja, und das macht uns auch uns aus, auf jeden Fall. Heißt also, was erwarten Rollenspieler von uns? Das ist halt ein Genreunterschied auch, ne? Von Spielertypen zu Spielertypen irgendwo, ja. Und Humor hatten wir gesagt, ne? Herausforderungen haben wir gesagt. So, und jetzt beleuchten wir mal, jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir denn für unterschiedliche Spieler-Genre Sachen, ne? Rollenspiele zum Beispiel. Was erwartet jemand, der ein Rollenspiel spielen möchte von uns? Einen gewissen Skilltree, das heißt, er möchte, dass der Charakter sich entsprechend steigern kann, so, ne, dass er am Anfang vom Tellerwäscher zum Millionär wird, also vom rostigen Popolappen mit rostigen Nagel bis hin in die Ritterrüstung, geilste Rüstung ever und so weiter und Skills halt machen kann. Er soll eine umfangreiche Geschichte haben mit Twists und Turns und so weiter, dass ich auch immer überrascht werde und so viele Charaktere besuche, ja, die mir irgendwelche Missionen geben, dass ich mich da in der Welt irgendwie bewegen kann, dass es halt sehr viele, dass ich meine Rolle spielen kann in der Welt und dass die Charaktere darauf reagieren, was ich tue, beispielsweise, ne? Dann episches Abenteuer, das heißt also irgendwie, man soll sich entscheiden können, irgendwie, wie man dieser Welt begegnet und ob man für die Welt ist oder gegen die Welt und dann vielleicht auch nur Teile der Welt ist oder nicht und so weiter. Und es muss immer irgendwie sowas wie eine epische Geschichte geben, ein Abenteuer, das man erleben kann, weil die meisten ja doch irgendwie den rechtschaffenen Weg wählen. Ist ja so. Trotzdem soll man auch den Arsch spielen können, so in der Welt, so, ne? Und die epische Geschichte, dieser Metaplot sozusagen, der soll immer um alles gehen und so und am Ende soll man irgendwie die Welt retten können oder eben nicht. So, ja, das ist dann so, was man von einem Rollenspiel erwartet, so. Dann sollte es eine große Welt geben, bei einem Rollenspiel. Große Welten, also wenn man Rolle spielt, Rollenspiele sind nicht klein, ja. Wenig Spiele sind klein, die Rollenspiele sich nennen. So, meistens sind die etwas größer, das heißt also ab 30 Stunden Spielzeit. So, ja, muss jetzt nicht irgendwie exorbitant wie 500 Stunden und wir haben 75 Quadratkilometer. Das ist damit nicht gemeint. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen auch nicht noch größer werden oder so. Das betone ich jedes Mal, weil das werden wir so häufig gefragt. Ja, ihr werdet immer größer, Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen schon dichte Geschichten erzählen. Aber es muss eine große Welt an sich sein, dass man überhaupt ein Rollenspiel da rein stattfinden lassen kann. So. Stichwort Freiheit, ne? Ja. Ich kann mich entscheiden. Es gibt Spieler, die sitzen gerne einfach mal auf dem Stuhl und gucken sich den Sonnenuntergang an. Ja. Das kann das Spiel bieten. Ja. Die latschen einfach irgendwo hin und gucken, was passiert. Oder ich folge den Dialogen, habe sehr dialoglastige Sachen und so. Ich habe die Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich jetzt als nächstes mache und wohin ich gehe. Und dafür muss es natürlich einen gewissen Rahmen haben. Und unsere Meinung ist, dass ein Rollenspiel am besten in einem Open-World-Setting aufgehoben ist. Obwohl es auch andere Szenarien gibt, Rollenspiele, die linearer aufgebaut sind, das funktioniert auch. Bloß wir fühlen uns am wohlsten halt im Open-World-Ding. So, da glauben wir, da hat man die maximale Freiheit und man kann jeder NPC ist der erste, dem man begegnen kann und diesen ganzen Sermon, den wir immer reden, aber das stimmt. Ja, das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Das erwartet ein Rollenspieler auch. Dass er, ich gehe mal zu den Zwergen oder ich gehe mal zu den Elfen. Ja, ich gehe mal woanders hin und guck mir das mal an. Und kann da auch tatsächlich dann spielen und kriegt dann nicht irgendwie die Barriere so, ne? Okay, obwohl wir jetzt keine Zwergen oder Elfen haben. Ne? Okay, viele Assets.
Ja, das heißt viele unterschiedliche, viele Waffen erwarteten Rollenspieler, viele unterschiedliche Rassen. Ja, also da dürfen nicht nur Menschen darin vorkommen. Ja, auch Menschen, aber dann auch irgendwie andersartige Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche kronkligen Monster oder irgendwelche Gnome oder ne, Fantasy-Monster halt irgendwie. Irgendwas, was ein Rollenspieler halt irgendwie anspricht. So. Das gehört da rein. So, ne? Das heißt, Rollenspieler spielen unsere Spiele. Das heißt, wir müssen darauf Rücksicht nehmen, was ein Rollenspieler von uns erwartet. Das ist aber auch nicht der einzige Spieler, den wir berücksichtigen. Adventure-Spieler. Was erwartet denn ein Adventure-Spieler von uns? Das heißt Point-and-Click-Adventure. Was erwartet er von uns? Rätsel zum Beispiel. Ja. Ne? Dass man irgendwie den Spieler vor eine Frage stellt und er muss verschiedene Dinge lösen oder gucken, wie komme ich jetzt hier rein, wie kann ich das aufmachen, wie kann ich da drum rumkommen, gibt es verschiedene Lösungswege, wie ich etwas lösen kann und das muss das Spiel dann bedienen. Ja, ne, gebe ich dem Typen jetzt die Kohle zurück oder behalte ich sie einfach? Der hat mir jetzt den Auftrag gegeben, das Schwert zu kaufen, ja, hat mir dafür Kohle gegeben, auch ich behalte die Kohle einfach, oder ich kaufe demjenigen das Schwert ab und bringe es dann zurück, oder ich mache irgendwie, das heißt, die Quests und Missionen, die wir machen, die haben immer irgendeinen Trick. Ja, das heißt, man kann sich entscheiden, während man irgendwie das ist eher so Adventure-Style. So, ja, man kann da zwar auch eine Rolle spielen, aber auch, es gibt immer irgendwie einen Trick, wie komme ich am besten durch die Welt. So, ja. Trottelfaktor nennst du immer gerne. Das ist auch Adventure-mäßig irgendwie. Trottelfaktor, was ist damit gemeint? Ja, das ist das Inventarumgefudel, ja, nenne ich es mal. Das bedeutet, ich kann verschiedene Items aufsammeln und kann damit unterschiedliche Sachen machen. Ich kann an irgendwie eine Werkbank gehen und mir was anderes basteln. Ich kann Sachen vielleicht miteinander kombinieren und so. Und wenn das Spiel gar nichts davon bietet, dann vermisst man das. Also muss ein gewisser Bröttelfaktor rein, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mit den Sachen was machen irgendwie. Ja. Ich muss die Sachen finden, irgendwie kann die irgendwie in Tränke brauen und so weiter. Klar sind das auch Rollenspielelemente, aber gerade für den Adventure-Spieler sind so Sachen wie zum Beispiel, ich hacke mir irgendwie diesen Tresor auf, essentiell. Ja? Also wie komme ich jetzt die Kombination raus? Ich kann auch gucken, irgendwo steht die doch hier und so. Das sind halt Adventure-Elemente, die wir einbauen. Ja? Die sind dann auch Explorer, ne? Also ein Adventurer ist auf jeden Fall auch ein Explorer. Das heißt also, der guckt halt irgendwie, was ist denn das da hinten? Der ist neugierig, der guckt sich Dinge an, wie stehen sie in Bezug zueinander und so weiter. Ne? Das ist schon sehr, sehr prägnant für einen Adventure-Spieler. Ja, und der guckt in jede Ecke vor allen Dingen. Der guckt in jede Ecke, ja. Ja, richtig, so wie man in einem 2D-Screen, jetzt guckt sich jedes an. Das heißt, ist der Feuerlöscher, kann ich den aufnehmen? Und das ist ein Adventure. Das kann ich ja alles mitnehmen, was habe ich vielleicht vergessen irgendwie. Ja. Viele haben den Anspruch irgendwie oder auch vielleicht so ein Stück weit den Zwang, kein Item vergessen zu dürfen. Ne, wenn ich schon einmal da bin, dann muss ich auch überall geguckt haben, ob ich auch wirklich alles aufgesammelt habe und so. Weil könnte ja sein, dass ich es später nochmal gebrauche. Und dafür möchte ich das dann haben. Ja. Der nächste Spielertyp, ja, also wenn man davon reden kann, was Genre angeht, ist der Shooter. Das heißt also der Shooter-Spieler, so, ne, was erwartet der von uns? Ja, dass man das Spiel mit einer Knarre durchspielen kann. So, dass ich mich nicht nur, ja, mit Nahkampf, sondern auch, ich kriege ja auch eine Knarre dazu und so. Und bei Elex ist ja auch so, du kannst ja tatsächlich irgendwelche Wummen kriegen und so und dann als Fernkämpfer das Spiel durchspielen. Das erwartet der Shooter-Spieler dann aber auch von uns. Ja. So, ne, dass das funktioniert. No? Und wenn du das vernachlässigst, dann vermissen das die Leute. Ne? Ja. In Risen hatten wir zum Beispiel auch Knarren, aber du konntest zum Beispiel nicht so detailliert zielen. Und dann fragen die Leute, warum kannst du das nicht? Ich möchte gerne das wirklich zielen können. Und, ja, was damit, ist mit Körperzonen, was ist mit Headshots? Ne? Also diese Fragen, die werden dann gestellt. Manchmal können wir sie bedienen und wollen sie auch bedienen, manchmal eben nicht. Und das ist halt irgendwie, wie viel von diesen Shooter-Elementen hat man dann im Spiel? Ja, dass der Shooter-Spieler tatsächlich auch, ne, machen wir ein Spiel für Shooter-Spieler? Naja, ein bisschen schon, ja. Also, ist das unsere Zielgruppe? Jetzt vielleicht nicht derjenige, der irgendwie Call of Duty spielt und irgendwie bei Counter-Strike irgendwie der Crack ist und so, für die vielleicht nicht. Aber ein paar Elemente davon, dass er sich so ein bisschen zu Hause fühlt da und auch das Spiel spielen mag. Dann schon, am Ende des Tages. Ja, no? Vor allen Dingen bezogen auf die Third Person, ne? Also Third-Person-Shooter-Spieler, ne, werden dadurch dann eher angesprochen, ne? Weil First Person bedienen wir nicht. Und wir müssen ja im Grunde genommen auch das Nahkampfsystem voll ausbauen. Und trotzdem bietet es dann sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Waffen zu benutzen, Munition zu benutzen und sich da ein bisschen mehr auszutoben. Bei Elex mehr denn je. Ne? Da sind wir einen Schritt mehr in diese Richtung gegangen. Ja. Richtig. So, dann, was erwarten Kampfspiele
von uns, Fans, Kampfspiele-Fans von uns. So, ganz klar, den Nahkampf erstmal, ja. Das heißt also, das Kampfsystem mit der Nahkampfwaffe alles komplett durchspielbar können, dass die Gegner-KI cool ist und solche Dinge, ja, dass man halt in die Gegend rumkämpfen kann, dass man irgendwie fette Gegner hat, kleine Gegner und so weiter. Also 30% der Spielzeit kämpft man tatsächlich irgendwie gegen Monster. Entweder man schießt die oder man macht die platt im Nahkampf. Und das erwartet der Spieler dann auch von uns. So, ne? Was ich sehr viel gelesen habe, waren vor allen Dingen so Sachen, die Befriedigung darüber, dass du im weiteren Verlauf des Spiels merkst, ich habe jetzt eine bessere Waffe, ich habe bessere Skills, ich habe eine bessere Rüstung und jetzt kann ich die fetten Monster tatsächlich leichter besiegen. Das ist so dadurch, dass wir Gegner haben, die nicht die ganze Zeit mitleveln, ne, und auch nicht irgendwie diese Permanent-Spawnies, ne, die ich zum Beispiel überhaupt nichts für mich sind. Irgendwie, ich habe den Frosch gekillt, dreh mich um, komm wieder und ist der selbe Frosch wieder da. Ist er wieder da. Ist da so ein Haufen Frösche liegen. Sondern ich hab da dieses Monster und es macht mich mit einem Haps platt und ich bin frustriert und später komme ich mit meiner fetten Rüstung, meiner geilen Waffe wieder und dann hau ich dem endlich platt und dann merke ich tatsächlich, dass ich besser geworden bin. Und dieser Effekt, der muss ins Spiel rein und macht den Leuten dann auch Spaß. Und das erwarten die dann auch von einem Piranha Bytes Spiel. Ne? Und zu dem Adventure fällt mir noch ein, endloses Inventar. Hat auch eigentlich sonst kein Rollenspiel. Ja, wir begrenzen das Inventar nicht aufgrund von irgendwelcher Gewichtsgedönse oder Slots, die man irgendwie nur begrenzt, dann irgendwo noch freischalten kann und so. Ja, weil wir glauben, dass das irgendwie, cooler ist. So, ja. Zumindest für unsere Art von Spiel. No? Ja, also damit strecken wir zum Beispiel überhaupt keine Spielzeit. Und das ist nämlich ein super Mittel, die Spielzeit zu strecken. Ne? Aber ich kann nicht alles tragen, gehe ich dahin, gehe wieder zurück, trage wieder, gehe ich wieder hin. Das ist richtig. Aber bei uns kannst du alles, was du siehst, direkt mitnehmen. Und hast es dann im Inventar, ne? Das ist ich denke da immer an Guybrush Threepwood, wie er sich den Hund in die Jacke stopft, so, ne? Und sich darüber alle lustig machen irgendwie. Und wir haben da diesen Volumenreduktionsrucksack, wo auch alles reinpasst. Und die Leute, die erwarten das dann auch vom Spiel, dass man das kann. Also machen wir nicht nur für Hardcore-Fans vom Piranha Bytes Spielen, sondern auch für Gelegenheitsspieler das Spiel. Genau. Vielleicht nicht für blutige Anfänger. Die finden sich am Anfang, glaube ich, nicht so schnell zurecht in so einem Spiel. Weil es nicht einfach ist, das Spiel. Es ist nicht einfach, aber es gibt auch welche, die haben sich dann da echt reingewurstelt, ne? Und, ja. Und nicht wenige, das stimmt, ja. Solche Art Spieler, die sich da einsaugen lassen und dieses Dialoglastige auch mögen, die spielen dann auch unsere Spiele. Es ist also ein bunter Blumenstrauß an Spielerschaften da draußen, die alle unterschiedliche Ansprüche haben an unserem Spiel und die bedienen wir manchmal mehr, manchmal weniger. So. Und das ist auch unser Bestreben, sage ich jetzt mal, dass sich viele Menschen in unseren Spielen irgendwie wohlfühlen und da Spaß haben so. Ja, und eine Zielanalyse ist dann immer sehr schwierig. Welche Altersgruppe, wie groß ist jetzt irgendwie die Menge der Leute, also das ist sehr kompliziert und da kann man sich auch ein bisschen kaputt planen und kaputt irgendwie und wir machen das eigentlich weniger. Wir sagen, die Spiele, die uns Spaß machen, so, die machen wir und wir achten halt drauf, dass auch für jeden was dabei ist, okay, aber im Wesentlichen machen wir Spiele, die wir selber auch gerne spielen wollen würden. So, ja. Und ignorieren eigentlich weitestgehend irgendwelche tollen Analysen, die irgendwelche wichtigen Leute machen, so, ne, das ist halt, es gibt ja auch so Sachen wie weiß ich nicht, wie heißen die Lootboxen und Zeugs und so weiter, ja, wo tatsächlich irgendwie nur Sales Manager sich hinsetzen und Analysen machen, wie tickt der Typ jetzt, wie kann ich den als nächstes irgendwie mehr dazu kriegen, da jetzt nochmal irgendwie eine Box zu kaufen und so eine Mechanismen, die gibt's hier nicht. Ja, so Gedanken machen wir uns nicht. Wir machen uns Gedanken darüber, wie machen wir die Geschichte spannend, wie machen wir die Welt plausibel, wie machen wir, dass der Spieler Spaß hat, möglichst lange in unserem Spiel zu sein. So, das ist unsere Hauptanliegen. Und dann natürlich auch die entsprechenden Spielertypen mit berücksichtigen, aber halt so, dass es auch passt. Und nicht auf Biegen und Brechen irgendwie jeden gefallen zu wollen. Ja, das funktioniert dann auch. Dann fängst du auch an zu raten und wenn du anfängst zu raten, dann liegst du schon meist daneben. Also lieber dann bei dem bleiben, wo du weißt irgendwie, ach, das macht mir selber Bock. Ne? Und dann auch testen lassen, das machen wir, um zu gucken, ob auch Leute dabei sind, denen es vielleicht nicht gefällt. Na klar. Hast du eine Community-Frage? Ja.
hab ich. Ja, hier fragt einer, mich würde interessieren, wie schwierig es ist, Wettereffekte, Jahreszeiten und Tag- und Nachtrhythmus in einem Spiel einzubauen. Vornehmlich in RPGs. Das ist sehr schwierig. Es gibt viele Rollenspiele, ja, die so ähnlich sind wie wir, die das nicht machen. Die keinen Tages- und Nachtrhythmus haben. So, ja. Das heißt, du kommst da hin und es ist immer irgendwie die gleiche Uhrzeit. So. Du kannst auch nicht dich ins Bett legen und dann irgendwie die Uhrzeit wechseln, so wie bei uns. Das ist schon so eine Art, naja, eine Unique Feature. Weiß ich, wie viele Spiele das noch machen, bin ich mir jetzt gar nicht so bewusst. Aber viele Spiele machen das eben nicht, weil es eine bestimmte Tageszeit gibt, wo halt das Spiel und die Welt am geilsten aussieht. Mhm. Und da tackern die Sonne meistens gerne fest. Ja. Und wir machen das nicht. Wir sagen, der Tagesrhythmus, der gehört mit den Tages- und Nachtzeiten, mit den lebendigen Charakteren, die halt nachts irgendwie pennen oder am Lagerfeuer sitzen und tagsüber und die Morgensonne und Abend und komm mal morgen wieder und diese Dinge, ja, dass ein Charakter dich wegschickt für 24 Stunden und dass man irgendwie, das Gefühl hat, okay, es ist nachts, ich muss dann irgendwie nachts, ändert sich die Musik und dies und das, ja. Das heißt, es gibt dann irgendwie eine etwas gedrungenere, bedrohlichere Musik abends, es ist halt dunkler, es gibt diese amerikanische Nacht, die wir haben, dass man trotzdem immer noch sehen kann, so, und solche Dinge, dass man tatsächlich auch Typen sich anders verhalten während des Nachts, auch Monster sich anders verhalten, die schlafen teilweise und so, das ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil unseres Spiels, die verhalten sich nicht gleich. Und das Spiel muss auch zu jeder Tages- und Nachtzeit 360 Grad immer irgendwie möglichst geil aussehen. Das ist eine Herausforderung. Ist ja dann verlockend, ne, als Entwickler zu sagen, ich weiß immer genau, wenn der Spieler hier reinkommt, ist irgendwie gerade überm Berg der schöne Sonnenstrahl irgendwie, wenn ich irgendwie in das dunkle Tal komme, dann ist immer dann der Regen gerade da und es ist so leicht irgendwie Abend und so weiter. Das also zu stagen und zu sagen, dann und dann sieht der Spieler immer dasselbe Bild und ich weiß das, weil ich es nämlich forciere, dass das so ist. Das ist leichter. Ne, das ist leichter und es ist vor allen Dingen dann weiß ich immer, wie es aussieht und das Beste, was der Spieler in dem Augenblick zu sehen bekommen kann, dass er das auch zu Gesicht bekommt. Das macht es dann eigentlich scheinbar hübscher. Auf der anderen Seite verliert es unwahrscheinlich in Immersion an der Stelle. Ne? Das heißt, es wirkt natürlich, wenn ich nicht weiß, wann es anfängt zu regnen, wenn ich nicht weiß, ob der Spieler jetzt gerade bei Tag oder Nacht dort ist und wo gerade die NPCs ihren Tagesablauf haben, dann ist das die ganze Welt autark und lebendiger und wirkt auch lebendiger. Und diesen Effekt zu erzielen, ist für uns wichtiger an der Stelle. Darum ist es ein Tag-Nacht-Zyklus und ein Wetterumschwung, den wir nur bedingt quasi beeinflussen. Und zwar so bedingt, dass wir sagen, na gut, in der Wüste ist es nun mal heiß und da wird jetzt nicht geschneit, aber oben im Eisland schon. Und so können wir dann Wetterzonen einstellen, die schon das Wetter einschränken, sagen, nee, geschneit wird nur hier, aber trotzdem kannst du da nachts oder tags und mal schneit's nicht. Das beeinflussen wir dann nicht weiter, sondern überlassen den Zufall. Das ist eine Wissenschaft. Das ist verdammt schwer, das hinzukriegen. Weil wenn jetzt einer einen Shot macht von einer Tageszeit, die auch noch nicht so günstig ist und einer Gegend, die jetzt vielleicht da kommen manchmal Shots da zustande, wo wir sagen so, ja gut, okay, das hätte jetzt bei dem und dem Wetter und der Sonneneinstrahlung viel schöner ausgesehen, aber das ist halt, da müssen wir mit leben. Ja, dann kriegen wir natürlich Haue für die Grafik ist da viel besser und dies und das, ja, okay. Haben die auch feste Tageszeiten? Ist das auch immer und dies? Also es gibt Spiele, die machen das, ja, auch mit der Tageszeitwechsel, aber es ist einfach exorbitant sehr viel mehr Arbeit. Okay. Ja, ich hoffe, wir haben damit die Frage beantwortet. Und vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Interesse und schreibt mal eure Kommentare unten rein, was ihr dazu denkt. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei Piranha Bytes TV. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Habe ich auch letztens gelesen. Da hat einer geschrieben, irgendwie, der Screenshot, der ist ja gar nicht aus dem Spiel. Bei mir sah das ganz anders aus. Und ich dachte dann so... Oder wenn das Spiel mal so aussehen würde wie da, naja... Ja, es ist schon das Spiel, aber ich bin zu einer anderen Tageszeit dahin gegangen. Ist wirklich signifikanter Unterschied, ne? Ja.